Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Titel für heute. Dodge the Balls. Es muss ja nicht immer ein AAA-Titel sein, wenn man so will. Was im Übrigen nicht nur für die Retro-Spiele gilt. Nein, es kann auch mal ganz simpel sein und Spaß machen. So auch bei Dodge the Balls. Das Spiel ist ein Minispiel, bei dem man grauen Bällen mit einem roten Ball so lange wie möglich ausweichen muss. Die Anzahl der Bälle nimmt mit der Zeit zu, wodurch das Spiel schwieriger wird und unweigerlich zu einer Kollision führt. Je länger man durchhält, desto mehr Punkte erhält man. Das Minispiel soll Spaß machen und Highscores zwischen Spielen vergleichen. Eine lokale Highscore-Liste hilft dabei. Warum dieses Spiel? Dazu der Entwickler. Dodge the Balls ist ein kleines Minispiel für Amiga-Nutzer, das hoffentlich Spaß macht. Für uns ebnet es den Weg für die Entwicklung auf klassischen Amigas. Technisch wurde eine erste Version der Game Engine verwendet, die Funktionen wie Blitterobjekte, Kollisionen, Sound, Laden und Speichern, lokale Highscores sowie das Anzeigen und Verschieben von Grafikobjekten implementiert. Grafisch mussten wir zunächst lernen, Pixelgrafik zu erstellen und mit der erforderlichen Farbpalette für das Spiel zu speichern. Ziel war der Amiga OCS-Chipsatz mit seiner im Vergleich zu AGA eingeschränkten Farbpalette. Alle Grafiken wurden in Deluxe Paint erstellt, was eine zusätzliche Herausforderung darstellte, aber einfach mehr Spaß machte. Da wir auf klassischen Amigas technisch und grafisch von vorne anfangen mussten, ist das Spiel Dodge the Balls für Amiga-Nutzer zwar ein kleines Minispiel, für Entwickler X jedoch ein großer Schritt, der uns den Weg für die Weiterentwicklung des Amigas ebnet. Wie zu lesen ist, haben Thomas und Frank von Entwickler X eine Patreon-Seite eingerichtet, um erste Informationen zur Spielentwicklung zu teilen. Der Schwerpunkt liegt auf Spielen für Amiga OS 4 und klassischen Amigas. Die Entwicklung für die ursprüngliche Amiga-Computer wird schrittweise voranschreiten, von kostenlosen Minispielen bis hin zu größeren kommerziellen Produkten. Diese kleinen Spiele dienen als Grundlage für größere Projekte und integrieren neue Funktionen, die in die umfangreicheren Spiele integriert werden. Dodge the Balls ist spielbar auf einem Amiga 500 mit mindestens Kickstart 1.3 und höher und kann auf itch.io heruntergeladen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, der zweite Titel für heute, Battle for Frost. Ja, exklusiv heute hier im Retro Newsflash, da das Spiel auch gerade, glaube ich, rausgekommen ist. Die Galaxie wird von einigen wenigen mächtigen Dynastien beherrscht, die ständig miteinander um Einfluss und Reichtum kämpfen. Jede dieser Dynastien kontrolliert Dutzende oder Hunderte von Systemen und die meisten Konflikte sind lokal begrenzt, sodass die beteiligten Streitkräfte relativ klein sind. Als Kommandant im Dienste einer dieser mächtigen Dynastien werden sie auf eine Vielzahl von Schlachtfeldern geschickt. Nach einer vernichtenden Niederlage sind der Feind auf Rache. Im Geheimen baut er eine riesige Waffe, um die Heimatwelt ihrer Dynastie anzugreifen. Ihr Befehl lautet, ihn um jeden Preis aufzuhalten. Was sagt denn Friedrich Vollmering zu seinem neuen Titel? Das technisch Besondere ist die Bitmap Grafik Engine. Die sorgt dafür, dass das Spiel optisch besser als die klassischen C64 Wargames aussieht, hat aber auch ein paar besondere Herausforderungen. So muss der aktuelle Kartenausschnitt bei Veränderung, also Bewegung und Interaktion, in akzeptabler Geschwindigkeit neu gezeichnet werden. Dabei darf jede Zelle 8x8 Pixel maximal 4 Farben haben, 3 individuelle Farben plus eine gemeinsame Hintergrundfarbe. Jedes Feld, also jedes Teil auf der Karte, besteht aus 3x3 Zeilen.
3x3 Zellen und die Karte aus 10x7 Tiles. Schwarz ist die Hintergrundfarbe. Jede Einheit hat eine eigene Farbe, bleiben also bei Zellen, die auch von Einheiten Pixeln bedeckt sind, nur 2 individuelle Farben für den Hintergrund. Besondere Herausforderung beim Neuzeichnen der Karte ist auch, dass die Einheiten mit den Hintergrund-Tiles verschmolzen werden müssen. Da auf dem C64 ein Pixel nicht einfach so adressiert werden kann, sondern die Bilddaten zellenweise im Videospeicher liegen, also immer 8 Byte für eine 8x8 Pixelzelle, ist das eine knifflige Aufgabe. Zusätzlich fließen noch Statusinformationen und Farbkodierungen, zum Beispiel farbliche Hervorhebung für gültige Zellfelder, in den zeichnerischen Prozess ein. Mittlerweile geht das schon recht flott, aber das Zeichnen dauert länger als ein Frame. Um also Flackern und Artefakte beim Neuzeichnen zu verhindern, arbeite ich mit einem Grafikbuffer. Das heißt, ich bereite das neue Bild im Hintergrund vor und tausche dann nur den Zeiger auf den aktuellen Buffer. Dafür muss ich aber teuer bezahlen. Ein Bitmap-Buffer kostet mich 9 Kilobyte, das heißt nur für die Darstellung der UI und der Karte muss ich 18 der maximal 64 Kilobyte Arbeitsspeicher des C64 opfern. Trotzdem bekomme ich das komplette Spiel mit allen Daten, der Musik und dem Intro in einer Datei unter, die zu Anfang komplett in den Speicher des C64 geladen wird. Battle of Frost ist ein rundenbasiertes Kriegsspiel. Bis zu 4 Spieler können hier teilnehmen. Um auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein, müssen sie verschiedene Einheitentypen effektiv kombinieren, das Gelände berücksichtigen und ihre Vorräte strategisch planen. Es ist der zweite Teil der Battle-Serie. Neben einem komplett neuen Missionssatz gibt es gegenüber dem Vorgänger zahlreiche Verbesserungen. Mehrere neue Einheiten, darunter 2 neue Kampfmechs, neue Fähigkeiten, die neue Taktiken wie Tarnung, atmosphärische Musik im Spiel, ressourcenbasierte Einheitenproduktion, zusätzlich Einstellungen und eine insgesamt verbesserte Spielengine. Ja, insgesamt gibt es 4 Fraktionen, eine Kampagne mit 8 Missionen in jeweils 2 Schwierigkeitsgraden, 4 Skirmish-Karten, 10 Simulator-Missionen, 20 verschiedene Gebäude und Einheiten, ein Passwortsystem zum Speichern von Spielständen. Ja, die Anforderungen an das Spiel sind ein Standard Commodore 64, wobei es auf echter Hardware natürlich läuft oder auch in einem Emulator wie beispielsweise Vice oder Denise. Das Spiel gibt es dann auf itch.io zum Herunterladen und ich denke, wer Battle for Kronos schon gespielt hat, der sollte hier auf jeden Fall auch wieder reinschauen, aber auch alle anderen sollten einen Blick darauf werfen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, unser letzter Titel für heute, es geht um FS-UAE. Ja, Frode Solheim führt die Entwicklung von FS-UAE fort. Der Amiga-Emulator FS-UAE mitsamt dazugehörigem Launcher ist eine plattformunabhängige UAE-Variante für Windows, Mac OS X und zahlreiche Linux- bzw. BSD-Varianten. Die letzte Version von FS-UAE und dem Launcher in der Version 3.1.66 stammt bereits aus dem Jahr 2022. Nun hat sich Frode Solheim, der Hauptentwickler von FS-UAE, sich mit einem ausführlichen Update im English Amiga Board zur aktuellen Situation gemeldet. Er räumt ein, dass er sich über die letzten Jahre zu sehr verausgabt hat, versichert aber, dass er gesund ist und das Projekt nicht einfach aufgeben werde, ohne eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Zuletzt hat er erste Schritte unternommen, um FS-UAE und Open Retro zu modernisieren. Distro-spezifische Builds für aktuelle Distributionen wurden erstellt. Die Webseite fsuae.net wurde auf einem neuen Home-Server migriert und grundlegende Software aktualisiert. Ein Upgrade für openretro.org steht noch aus. Dabei muss alter Python 2 Code auf Python 3 portiert werden. Zudem plant er, neue WHD-Load-Versionen zu unterstützen und sich die aktuelle Entwicklung von WinUAE 6 anzusehen, um mögliche Verbesserungen in FS-UAE zu integrieren.
Trotz Herausforderung bleibt er motiviert und zeigt sich offen für weitere Mitstreiter, auch wenn der organisatorische Aufwand für eine community-getriebene Entwicklung nicht zu unterschätzen sei. Am 9. September 2025 hat er nun die neue Version 3.2.3.5 released, welche kleinere Änderungen als Vorbereitung auf weitere Releases beinhaltet. Dazu gehören beispielsweise der Absturz beim Öffnen des Eingabemenüs unter dem Punkt Mehr. Man kann die CPU-Governor-Warnung unter Linux deaktivieren. Man kann das Überschreiben von Gerätennamen für Festplattenverzeichnisse zulassen. Die libslurp-Bibliothek wurde auf Version 4.6.1 aktualisiert. Das integrierte Slurp auf FSUAE 4 wurde zurückportiert, behebt also den Fehler bei A2065 Instabilität. Das ist eine integrierte Netzwerk-Emulationsimplementierung. Der gget Monotonic Time kann unter Windows verwendet werden. Ebenso gibt es ein Update des FUAE gehörenden Launchers, das unter anderem folgende Änderungen mitbringt: verbesserte Fusion Dark Theme, automatische Verwendung des Fusion Dark Theme im Dunkelmodus unter Windows oder Mac OS. Unter Arcade wurde ein Fehler behoben, bei dem Texturenargumente mit mehreren Größen erhielten. X11 wird Wayland vorgezogen. X11 und Wayland sind beide Protokolle, die die Kommunikation zwischen Anwendungen, also Clients, und der Hardware für die grafische Benutzeroberfläche regeln, also die Darstellung von Fenstern und Grafiken auf dem Bildschirm. Es gibt NetPlay Server Verbesserungen und Python Qt6 Unterstützung. Das ist eine Sammlung von Python Bindings, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen mit der Qt-Bibliothek in Python zu erstellen. ARM64 können jetzt auch über GitHub erstellt werden, sowie kleinere Codebereinigungen und Fehlerbehebung. Ja, ich hoffe, dass Frodo noch weitere Verbesserungen und Updates an FSUAE vornimmt. Ich benutze es eigentlich sehr gern und habe dazu auch schon ein Einsteigervideo gemacht, welches auf dem Kanal bei mir zu finden ist. Wer sich für Emulation interessiert, kann sich das hier also gern mal anschauen. Ich finde, FSUAE ist gegenüber WinUAE etwas einsteigerfreundlicher und bietet ja vielleicht das ein oder andere mehr, was es in WinUAE so nicht gibt. Wer es mag, einfach mal ausprobieren. Ja, und das war es dann schon wieder für den Retro Newsflash in dieser Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit einigen Informationen versorgen und würde mich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere den Kanal abonniert. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Ciao.